Wer den Bau meiner Anlage Lohstadt über die letzten 6 Monate auf YouTube verfolgt hat, konnte sehen, dass die unterirdischen Gleisanlagen der Hauptbahn für den ersten Bauabschnitt nun überwiegend fertiggestellt sind. 2 große, gut 6 Meter lange Schattenbahnhöfe mit jeweils 9 Speichergleisen bieten Platz für lange Zuggarnituren und 2 großzügige Gleiswände sorgen für deren Anbindung an die sichtbare Ebene. Nun steht also das Bauvorhaben der zweigleisigen, elektrifizierten Paradestrecke an. Im ersten Bauabschnitt ist diese etwa 5 Meter lang und verläuft in einem langgestreckten Bogen mit einer Steigung von knapp 1%. Die Entstehung der Gleise im sichtbaren Bereich lässt sich bei mir grob in 4 unterschiedliche Arbeitspakete unterteilen. Zunächst der Trassenbau, dann die Herstellung einer optionalen Gleisüberhöhung, auf die ich in einem gesonderten Video eingehen möchte. Dann der Gleisbau selbst und schließlich das Schottern der Gleise. Auch bei den Gleisanlagen versuche ich möglichst gut die Realität wiederzugeben, wobei eine Modellbahnanlage immer nur ein Stück weit die Illusion vom großen Vorbild wiedergeben kann und stets ein Kompromiss darstellen wird. So können natürlich auch 2 Metallgleise auf einem Kunstrasenteppich in den gewillten Augen des wohlwollenden Betrachters eine zweigleisige Bahnstrecke glaubwürdig darstellen. Für eine Nostalgieanlage ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Bei vielen ansonsten schön durchgestalteten und wirklichkeitsgetreuen Anlagen sticht mir persönlich aber oft der große Abstand zwischen 2 Gleisen ins Auge, die eigentlich eine zweigleisige Bahnstrecke darstellen sollen. Für mich stört oder zerstört dies gar die Illusion, an einer zweigleisigen Bahnstrecke zu stehen. Verstärkt wird dies noch, wenn Gleise mit Bettung wie das Märklin-C-Gleis verwendet werden, ohne diese zusätzlich einzuschottern. Denn dann fällt die Trennung der beiden Gleise massiv ins Auge. Aber auch wer seine Gleise einschottert, egal ob solche mit oder ohne Bettung, tut sich im Allgemeinen schwer damit, den großen Abstand zwischen den beiden Schienen glaubhaft zu kaschieren, weil das Schotterband zwischen den beiden Gleisen schlichtweg so breit ist. Allzu oft verbleibt leider der Eindruck von 2 nebeneinander herlaufenden Gleisen, anstatt eines gemeinsamen Gleisbandes in der Landschaft aus 2 parallelen Gleisen. Einerseits stammt der große Parallelgleisabstand, der zumindest mich Nord oft so sehr stört, schlichtweg von der Geometrie des Gleissystems. Beim Märklin-C-Gleis ist der Parallelgleisabstand zum Beispiel gewaltige 77,5 mm. Erst mit schlanken Weichen oder auch ab dem Art 3 werden daraus immer noch beachtliche 64,3 mm. Solange man enge Radien und lange Waggons verwendet, sind diese großen Parallelgleisabstände leider auch notwendig, damit es im Begegnungsverkehr durch das Ausschwenken der Fahrzeuge nicht zu Kollisionen kommt. Auflösen lässt sich dieses Problem nur, wenn man, zumindest im sichtbaren Bereich, auf die Verwendung von allzu vorbildwidrig kleinen Radien verzichtet. Dies zeigt schön die Empfehlung der Gleisabstände in Abhängigkeit von den verwendeten Radien der Gleisbögen nach NEM 112. Hier wird zusätzlich nach dem verwendeten Wagenmaterial unterschieden. Wagengruppe A steht grob für Zweiachser oder kurze Vierachser. Wagengruppe C hingegen für vorbildlich lange Personenzugwaggons mit 27,2 Meter Kastenlänge und 19,5 Meter Drehzapfenabstand. B ist entsprechend dazwischen, also entweder Modelle von kürzeren Vierachsern oder auch verkürzte Modelle, wie zum Beispiel der oft von Märklin verwendete Langmaßstab 1:100. Möchte man, wie ich, eng nebeneinander liegende Gleise auf seiner Paradestrecke, so bleibt nur der Verzicht auf enge Kurvenradien. So möchte ich, zumindest im sichtbaren Bereich und auf der Hauptbahn, keine Radien von unter 900 mm, dem R9-Radius von Märklin, verwenden. Laut NEM 112 wäre damit ein Parallelgleisabstand von 48 mm möglich, was exakt 4 Metern beim Vorbild entsprechen würde. Viele Bahnstrecken wurden jedoch mit 4,50 Meter Gleisabstand gebaut, daher habe ich mich für einen Parallelgleisabstand von 52 mm entschieden. Doch nicht nur beim Gleisabstand, auch beim Aufbau der Gleistrasse versuche ich mich an der Optik des Vorbildes zu orientieren. Bei der großen Bahn besteht diese aus dem Ober- und dem Unterbau. Hier verwende ich eine Skizze aus der NEM 122. Der Oberbau oder auch der Gleiskörper
besteht aus der Bettung und den darauf liegenden Gleisen. In meinem Fall möchte ich eine Schotterbettung und entweder Holz- oder auch Betonschwellengleise darstellen. Der Unterbau bildet die feste Unterlage für den Oberbau und gewährleistet die sichere Abführung des Oberflächenwassers. Oft ist dieser entweder als Bahndamm, wie hier in der Zeichnung rechts dargestellt, oder auch mit seitlichen Wassergraben, wie links ausgeführt. An diese Optik des Vorbildes versuche ich mich mit meinem Trassenaufbau anzunähern. Als Trassenbrett verwende ich, wie auch schon für die Gleistrassen im Untergrund, 8 mm starkes Pappelsparholz. Je nachdem, ob dabei die Bahntrasse auf einem Bahndamm verläuft oder nicht, ist das Trassenbrett bei einer zweigleisigen Streckenführung 142 bis 172 mm breit. Darauf kommt ein 122 mm breiter und 4 mm starker Streifen Korktapete, der zusammen mit dem Trassenbrett den Unterbau der Gleistrasse darstellt. An diese wird später einmal die Landschaftsgestaltung mit elektrostatisch aufgetragenem Rasen anschließen. Die Seitenflächen sind, wie beim Planum des Vorbilds, im Verhältnis von ca. 1:20 zum Bahndamm bzw. zum Seitengraben hin geneigt. Darauf kommt ein weniger millimeterstarker Randweg aus Sand und schließlich der Oberbau. Der Oberbau besteht bei mir ebenfalls aus 4 mm dicker Korktapete, nun 92 mm breit und in beiden Gleisen. Bevor ich die Gleise aufklebe, baue ich jedoch in Kurven eine Gleisüberhöhung ein, die beim Vorbild dazu dient, die Fliehkräfte in der Kurvenfahrt auszugleichen und damit den Fahrkomfort erhöht. Im Modell erhöht die Gleisüberhöhung allerdings nicht die Fahrsicherheit, sondern dient ausschließlich der Optik. Aber es sieht, Entschuldigung für den Ausdruck, einfach geil aus, wenn sich Züge elegant in die Kurve legen. Als Gleismaterial für die Paradestrecke verwende ich kein K-Gleis, sondern den Schwellenrost von Weinert's Mein Gleis, in das brunierte, lediglich 2,1 mm hohe Code 83 Schienenprofile von Tillich eingeschoben werden. Die Profile sind nicht so hoch und auffällig wie die 2,5 mm hohen Code 100 Schienenprofile des Märklin K-Gleises und sehen dank der Brunierung bereits sehr vorbildgerecht aus. Trotzdem werde ich die Schienen noch altern und die Schienenprofile mit Rostfarbe bemalen. Weinert verzichtet beim Mein Gleis an der Innenseite der Schienenprofile auf die Darstellung der Kleineisen. Daher habe ich bisher bei sehr umfangreichen Testfahrten keine Betriebsprobleme oder Rattern selbst beim Einsatz von älterem Wagenmaterial feststellen können. Wobei meine ältesten Triebfahrzeuge und Waggons aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen. Ob diese Kombination daher für alle Fahrzeuge funktioniert, kann ich nicht garantieren. Im Zweifelsfall müssen Sie das wieder selbst für sich herausfinden. Um die Stromübertragung über den Mittelleiter zu ermöglichen, verwende ich fein geätzte Punktkontaktstreifen von Weichenwalter, die mit einem Lötkolben von unten in die Kunststoffschwellen eingelötet oder angeklebt werden. Auch das funktioniert bei mir problemlos. Als letzter Arbeitsschritt steht dann noch das Einschottern der Gleise an. Das Endergebnis all dieser Bemühungen ist eine hoffentlich gute Illusion von einer zweigleisigen Bahnstrecke, wobei ich auf die 3 Arbeitspakete Gleisüberhöhung, Gleisbau und Einschottern, wie bereits erwähnt, noch einmal in gesonderten Videos näher eingehen möchte. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller und hoffentlich bis bald. Wir sehen uns.